Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und wir waren für euch bei Sonax zu Gast und haben massig Videomaterial mitgebracht. Weil es so viel dort zu sehen gibt, haben wir den Besuch auf die nächsten Folgen aufgeteilt. Was erwartet euch? Eine Führung durch die heiligen Hallen und die Produktion bei Europas großem Fahrzeugpflegehersteller. Wir fühlen dem Chefchemiker und Entwicklungsleiter von Sonax auf den Zahn, haben interessante Fakten und Infos über das Unternehmen direkt von der Geschäftsführung mitgebracht und besprechen einige ausgewählte Produkte der Marke mit der Abteilung Anwendungstechnik. Heute sind wir zu Gast bei dem Leiter der Entwicklungsabteilung, Chefchemiker Dr. Pitsch. Ich hoffe, ihr habt euer Periodensystem parat. Ich bin Manfred Pitsch, habe hier bei der Firma Hoffmann Sonax Chemielaborant gelernt, habe dann Abitur gemacht, Chemie studiert, physikalische Chemie, besonders wenn es darum geht um Oberflächenchemie, dann ist das mein Fachgebiet, das ich auch studiert habe. Und bin jetzt seit 24 Jahren hier Entwicklungsleiter bei Sonax. Ich habe hier für die Entwicklung Sonax 10 Mitarbeiter, die in der Entwicklung, aber auch in der Anwendungstechnik tätig sind. Für uns ist es wichtig, dass die Leute von beiden Seiten Ahnung haben. Sicher habe ich Experten, die hauptsächlich anwenden und die Produkte testen, und andere, die hauptsächlich die Formulierungen mischen. Aber jeder kann jedes bei uns, und auch ich selbst stelle mich noch gern an Rührtopf und rühre mal Politur zusammen und teste die aus, weil es mich einfach interessiert, und nur so kann ich auch fundiert über die Eigenschaften der Polituren reden. Frage Nummer 1 von einem Nutzer: Ist ein Hybridwachs geplant, das von der Performance über dem Premium-Line Canauba liegt, also eine Standzeit um die 6 Monate bei einfacher Verarbeitung? Wir haben ein Hybridprodukt. Es ist kein Wachs, es ist ein Silikon-Harz-Produkt, das als Flüssigkeit ist. Wenn Sie jetzt das Canauba Care meinen, ist da der festes Wachs gemeint. Da muss ich sagen, auch da entwickeln wir gerade ein verbessertes Canauba Care mit Hybridanteilen drin, um hier noch längere Standzeit zu haben. Kann man da schon absehen, wann da die Entwicklung soweit ist? Von unserer Seite ist es fertig in der Entwicklung. Jetzt geht es darum, noch die Verpackungen zu optimieren und auch noch mal zu schauen, was ist vielleicht der beste Duft für das Produkt. Da sind noch ein paar Feinarbeiten dran. Bevor es jedoch zur Marktreife kommt, muss das jeweilige Produkt umfangreiche Tests durchlaufen. Hier sehen wir zum Beispiel die UV-Kammer. Hier können wir Produkte unter UV-Licht testen, während gleichzeitig die Kühlung läuft, sodass nicht der Einfluss der Wärme durch das Licht stattfindet. Wir können definiert die Temperatur einstellen und dann mit UV-Licht bestrahlen. Falls ihr euch fragt, warum Hersteller Kontaktwinkel vom Wasser auf dem Lack angeben können, dafür ist dieses kleine Gerät wichtig. Ich kann das auf Lacktafeln stellen oder auch direkt aufs Auto und kann dann die Tropfengeometrie messen und so den Benetzungswinkel, was ja gerade für Lackversiegelungen ein wichtiger Aspekt ist. Wichtig ist auch die Stabilität der Produkte. In diesem Raum werden die Reiniger und Pflegemittel in Kühl-, Gefrier- und Wärmeschränken darauf getestet, dass sie sich nicht bei euch im Schrank auf einmal trennen. Hier sehen Sie so die Entwicklungen der letzten Monate. Wie Sie sehen, so circa 10, 15 Produkte jeden Monat, die das Stadium erreichen, ein Stabilitätstest. Okay. Kann natürlich sein, dass man jetzt dann irgendwie feststellt, die Emulsion geht kaputt. Wenn es nur bei minus 20 Grad ist, schreiben wir drauf vor Frost schützen. Ansonsten geht es nochmal in Entwicklung zurück, muss man nochmal stabilisieren. Und so haben wir in der Woche so circa 40, 50 neue Rezepturen, die wir machen. Im Monat so circa 40 Produkte, die dann in den Stabilitätstest gehen, und unterm Strich so auch ca. 40, 50 neue Produkte, die dann in den Handel kommen. Das merkt der Verbraucher nur nicht, weil nicht jedes Mal ein neues Etikett gemacht wird oder sonst was machen. Nächste Frage: Ist ein Produkt zur sogenannten Rinseless Wash, also Waschen ohne Abspülen, geplant? Waschen ohne Wasser. So ein Produkt haben wir schon vor 15 Jahren, denke ich einmal, auf den Markt gebracht als Clean und Polish. Wurde vom Verbraucher nicht angenommen, ist auch irgendwie Augenwischerei, wenn man sieht, was da an Tüchern verwendet wird, die ja dann auch gewaschen werden müssen, und letztendlich kommt der Dreck, der am Auto war, irgendwann ins Abwasser. Ob er jetzt direkt in den Kanal kommt, weil es in den Kanal gespült wird, oder über die Waschmaschine beim Waschen der Tücher, ökologisch kein Vorteil. Und wie gesagt, der Verbraucher hat es auch nicht angenommen. Wie der Herr Grahl
drüben schon erklärt hat, bei der Anwendung der Produkte, unser Detailer kann sicher auch als sowas verwendet werden, wenn die Verschmutzungen nicht zu stark sind. Wenn ich starke Sandverschmutzungen habe, dann muss ich einfach richtig waschen und kann da nicht mit einem Waschen ohne Wasserprodukt rangehen. Okay, also fassen wir das als Nein auf. Thema, was wir auch schon beim Durchlauf der Testbereiche besprochen haben, aber jetzt vielleicht noch mit dem chemischen Hintergrund, ist eine Scheibenversiegelung geplant? Vielleicht nochmal mit dem kurzen Ausholen, wie würde sie funktionieren und warum gerade vielleicht nicht? Also wir haben an der Scheibenversiegelung gearbeitet, wir haben die Rezeptur in der Schublade, sie funktioniert so wie Wettbewerbsprodukte auch. Das heißt, das Produkt wird aufgetragen und wenn ich schneller als 50, 60 Stundenkilometer fahre, ist es hervorragend. Ich brauche keinen Scheibenwischer, die Scheibe ist sauber, es funktioniert. Der einzige Nachteil, und das ist ein großer Sicherheitsaspekt, deswegen bringen wir das Produkt nicht, ist, dass im Stadtverkehr bei Tempo unter 50 Stundenkilometer, was in der Stadt üblich ist, und dann auch noch in der Nacht, vielleicht bei Regen und Straßenleuchten, dann brauche ich den Scheibenwischer, und wenn ich mit dem Scheibenwischer über diese Versiegelung wische, habe ich Millionen von Tröpfchen, im Prinzip fahre ich im Nebel, und der Sicherheitsaspekt überwiegt, sodass unsere Geschäftsleitung gesagt hat, dieses Produkt bringen wir nicht. Wechseln wir mal zum Thema Polituren so ein bisschen. Wie verhält es sich mit Silikon in Polituren? In Polituren, wo es keine Probleme macht, das heißt in Polituren, die jetzt nicht in Lackierereien oder im Automobilwerk verwendet werden, verwenden wir sicher Silikone. Silikone werden in der Kosmetik verwendet. Silikone sind wunderbar, um die Polierbarkeit zu verbessern, auch um den Glanz zu erhöhen. Das schaffe ich mit dem Wachs alleine nicht, und wir verwenden Silikone, ja. Und es ist ein Schlechtes an einem Silikon. Also ich wüsste nichts Schlechtes. Ja. Selbst Lacke enthalten Silikonbestandteile, um eben einen besseren Verlauf zu haben. Ein häufiges Argument, was man so hört, ob es jetzt Mythos ist, werden Sie mit Sicherheit uns gleich sagen, ist, dass Silikone halt Kratzer in gewisser Weise auffüllen und somit ein Arbeitsergebnis verfälschen können. Das stimmt, aber wenn wir unsere Polituren begutachten, dann begutachten wir die einmal direkt nach der Anwendung, und dann gehen wir mit einem Lösemittel drüber und lösen alles weg, um zu sehen, wie hat es die Kratzer wirklich entfernt. Und eins meiner Lieblingsprodukte ist das Perfect Finish, habe ich Ihnen beim Polierprüfstand schon gesagt. Und da werden Sie wirklich sehen, da ist ein Glanz da ohne Silikon. Das Produkt ist sowieso silikonfrei, und da wird nichts geschönt und gefälscht. Aber auch bei Endverbraucherprodukten schauen wir drauf, wie sieht es aus, wenn ich die Wachse und Silikone entferne, so wie es auch nach einer gewissen Zeit ist. Der Endverbraucher poliert sein Auto, sage ich mal, wenigstens der normale, vielleicht alle halbe Jahre mal, und die Wachse-Silikone halten nicht so lange. Und wenn ich dann nicht nachfrische durch ein reines Wachs, habe ich einen Grauschleier da. Und das wollen wir ja nicht. Und darum prüfen wir das auch und schauen, dass die Schleifmittel eigentlich die Wirkung bringen. Wenn wir gerade schon über Polituren reden, bleibe ich noch im Thema. Ist jetzt keine Fanfrage, sondern etwas Grundsätzliches so zu den Polituren. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert so eine, insbesondere jetzt im Profibereich, wenn wir von der Profiline sprechen, wie funktionieren diese Polituren? Die Polituren funktionieren durch Abrieb des Lacks. Das heißt, ich entferne einfach grobe oder verwitterte Lackschichten rein mechanisch durch die Schleifkörper, die drin sind. Bei unseren hochwertigen Polituren verwenden wir Alpha Korund, in der Edelsteinbranche als Saphir und Rubin bekannt, Mooshärte 8. Der ist so hart, der nimmt alles weg, aber wir haben auch weichere Schleifmittel probiert, die bringen einfach nicht die Leistung. Wie verhält es sich mit der Behauptung oder mit dem Mythos, dass Exzentermaschinen nicht in der Lage sind, dieses Alpha Korund zu fein zu machen, um halt ein feineres Schleifbild zu gewährleisten? Wie Sie schon sagen, das ist ein Mythos. Auch ein Exzenter schafft es. Und ich selbst bin kein Freund von Exzenter, weil ein Exzenter immer diese Hologramme, die ja beim Schleifen durch die Schleifkörner entstehen, verschleiert. Einfach dadurch, dass die Exzenterwirkung aus einem geraden Strich einfach einen kleinen Kreis macht, den man nicht als Hologramm sieht. Was man aber als Auge sieht, ist eine Vergrauung der Oberfläche. Sicher kann man die ein bisschen
also mit den optimalen Schleifmitteln so gestalten, dass das Auge zufrieden ist und keine Hologramme im Sonnenlicht hat. Ja, da hätte man zum Beispiel auch eine Erklärung, warum dieser bekannte Haze, also der Grauschleier bei den Rupes-Maschinen, stärker auftritt als bei anderen, weil wir einfach eine sehr starke Exzenterbewegung haben. Da haben wir jetzt auch mal den chemischen Hintergrund. Aber ich muss jetzt noch so ein bisschen auf der Politur rumhacken. Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich habe einen Polierkörper, gerade jetzt bei der Cutback zum Beispiel, der feiner wird. Ja, stellen Sie sich das vor wie ein Zuckerwürfel. Ein Zuckerwürfel ist ein großes Stück aus feinen Zuckerkörnern und genauso sind die Polierkörper. Jetzt können Sie sich einen kleinen Zuckerwürfel vorstellen, der ist nicht so abrasiv, aber er zerreibt sich auch viel schneller in die kleinen Primärkörner, die dann den Glanz bringen. Wir haben in unseren Polituren große, kleine, wir haben auch die Primärkörner unterscheiden sich, sind es kleine Körner, sind es mittelgroße, große und so hat man ein breites Spektrum aus einem Sekundärkorn, eben der Zuckerwürfel, mit dem Primärkorn, das dann den Glanz bringt. Dann wechseln wir mal in Richtung Lackschutz jetzt, speziell die Produkte NetShield und das Protect and Shine. Da gibt es die Erfahrung von unseren Nutzern, dass sich einige mit manchen Lacken schlecht vertragen. Äußert sich so in schwieriger Bearbeitung, kurzer Standzeit. Einfach allgemein, sind da Faktoren bekannt vom Lack her, woran es liegen könnte? Ja, es sind Faktoren bekannt. Die Lacke sind unterschiedlich. Die Autohersteller wechseln auch die Lacke, ich sage mal, im Halbjahresrhythmus. Es gibt Trends, dass einmal mehr die Chemikalienfestigkeit, dann mehr die Steinschlagbeständigkeit im Vordergrund steht. Wir sehen auch, dass die europäischen Lacke sich anders verhalten als die asiatischen Lacke oder die amerikanischen. Da gibt es Unterschiede. Wir schauen, dass wir bei der Entwicklung eigentlich auf allen Lacken einigermaßen zurechtkommen. Aber es gibt Lacke oder auch selbst in der Automobilindustrie werden Versuchsserien gefahren mit Lacken, die dann standardmäßig gar nicht eingesetzt werden, aber die verschotten die Autos nicht. Das brauchen Sie nicht glauben. Und wenn ein Endverbraucher dann so ein Auto hat, dann hat er möglicherweise ein Problem. Weiterhin Lackschutz, kann das Nano-Lack Protect auch auf Felgen angewendet werden? Sicher, okay. Weil auch Felge hat einen Lack, also wenigstens, sagen wir mal, die meisten Felgen haben einen Lack, es gibt sicher verchromte oder hochglanzpolierte Felgen, aber die meisten Felgen haben einen Lack und auf dem Lack funktioniert es hervorragend. Das heißt, wenn noch Reste vom Autoversiegeln da sind, gerne auf die Felge. Und ist auch die Temperaturbeständigkeit ist hoch genug bei dem? Die ist hoch genug. Das Silikonharz, das wir da drin als Wirkstoff verwenden, ist bei 200 Grad überhaupt kein Problem für so ein Silikonharz, mit dem man üblicherweise Backformen und Pfannen beschichtet. Die letzte Fanfrage, bei welchen Produkten sollten generell welche Schutzvorkehrungen getroffen werden, also in Richtung Arbeitsschutz? Also ich kenne von unseren Produkten keine, wo man spezielle Schutzvorrichtungen braucht. Neben der Entwicklung haben wir fast genauso große Abteilung Produktsicherheit. Also in vielen Firmen wird die Produktsicherheit vom Entwickler mitgemacht. Ich habe das Glück, dass wir hier eine eigene Abteilung haben von 6 Leuten, die sich nur um die Sicherheit des Produktes kennen. Das heißt, ich habe einen neuen Rohstoff, ich gehe zu meiner Kollegin in der Produktsicherheit und sage, hör mal zu wie viel Prozent kann ich den einsetzen, ohne eine Kennzeichnung zu haben. Sicher ist es sinnvoll, dass auf den Produkten keine Kennzeichnung ist. Ist nicht immer zu vermeiden, aber meistens können wir es so formulieren, vom Bestandteil her, dass man da keine Schutzvorkehrungen braucht, wie Atemmasken oder Handschuhe oder sonst irgendwas. Zum Abschluss nochmal eine private Frage. Welche sind Ihre 3 Lieblingsprodukte von Ja, eins habe ich ja schon genannt, die Perfect Finish. Weiteres Lieblingsprodukt habe ich Ihnen am Scheibenprüfstand die Wirkung der Insektenentfernung gezeigt, unser gebrauchsfertiger Sommerscheibenreiniger. Und über das dritte kann ich leider noch nicht reden, weil das ist gerade in der Entwicklung. Ich sage aber nichts. Okay. Ja, Herr Dr. Pitsch, vielen Dank für diesen freundlichen Empfang hier. Gern geschehen. Ja, wir verlassen diese Räume jetzt mal, es ist ganz schön warm hier und sehen uns gleich nochmal. Es gibt hier sogar eine professionelle Felgenverschmutzungsmaschine. In dieser Maschine kann eine Felge eingespannt werden, die dann kontrolliert bis 160 km/h beschleunigt und anschließend wieder auf 50 km/h abgebremst wird. Von 50 geht es dann wieder auf 160. Das Ganze kann man so lange machen, bis man ein möglichst realistisches Verschmutzungsbild erzeugt hat. Zusätzlich lässt sich mit Schmutzpartikeln angereichertes Wasser einspritzen. So kann Sonax Felgenreiniger und Versiegelung unter echten, aber immer wieder gleichen Bedingungen testen.
Das war unser spannender Besuch in der Entwicklungsabteilung von Sonax. Wir finden es echt faszinierend, mit welch einer Professionalität hier eine hochentwickelte Testumgebung geschaffen wurde, um wirklich alle Produkte auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor sie bei euch landen. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal bei Dr. Pitsch. In der nächsten Folge geht es dann ans Eingemachte. Wir zeigen euch die Produktion der Pflegemittel und führen der Geschäftsführung mal richtig auf den Zahn. Nochmal zur Erinnerung, in der ersten Folge waren wir mit Tobias Kral in der Anwendungstechnik von Sonax. Habt ihr diese Folge verpasst oder wollt sie noch einmal sehen? Klickt einfach hier unten in den Kasten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, eure Autolackaffen.